Motorradtechnik im Detail, 1000 PS klärt auf. Wir senden heute wieder aus der KTM Motorhall. Ja, wie soll ich sagen, das Motorrad-Epizentrum hier zum Glück bei uns in Österreich, in schönen Oberösterreich, heute bei wunderbarem Wetter. Aber nicht überall ist es so wunderbar. Es gibt auch Straßen mit üblen Belegen. Und damit man da trotzdem wunderbar Motorrad fahren kann, braucht man sowas wie ein Federbein. Und wie das funktioniert, was es tut, was es kann, was es nicht kann, das erfahren wir hier in der KTM Motorhall. Und die KTM-Crew klärt uns da jetzt mächtig auf. Ja, was macht das Federbein? Das Federbein federt im Grunde und es dämpft natürlich. Also das Federbein ist für mich dafür da, dass mein Hinterrad die Traktion behält, dass mein Hinterrad am Boden bleibt, egal wie die Fahrbahn beschaffen ist. Also auch über Bodenwellen, auch über glatte Straße, auch über Schlaglöcher. Das ist Federbein dafür zuständig, dass eben der Reifen möglichst viel Bodenkontakt hat und sich über Wellen nicht davon abstoßen lässt oder anfängt zu springen. Und trotzdem ist das Federbein dafür da, mir ein direktes Gefühl zu geben. Also es soll so eine Mischung sein. Es soll eben die Traktion behalten, aber es soll auch nicht zu viel machen, damit ich noch viel vom Fahrbahnuntergrund spüre. Ja, das Federbein ist logischerweise dafür da, die Hinterhand zu federn und zu dämpfen. Und man, glaube ich, unterschätzt sehr die Wirkung des Federbeins auf das gesamte Fahrverhalten. Dass die Gabel einen wichtigen Einfluss hat, die Vorderradführung, ist, glaube ich, allen klar. Das sieht man auch schön, wie das dann immer arbeitet. Aber an der Hinterhand, wie wichtig das alles ist, und wenn man es sich jetzt überlegt, so Rennmotorräder, wenn da um Millimeter die Schwinge sozusagen verlängert wird, damit dann ein gewisser Effekt einkehren kann, dann merkt man auch, wie wichtig so eben die hintere Radaufhängung und im Speziellen das hintere Federbein ist. Das Federbein, was man da jetzt sieht, ist ein Federbein mit Ausgleichsbehälter. Hat hier im Ausgleichsbehälter einen Trennkolben. Das heißt, der trennt den Gasbereich, der hier oben zu finden ist, von dem Ölbereich hier unten. Was man hier auch noch sehr schön sieht, sind zwei Einsteller, in Highspeed und in Lowspeed Druckstufeneinsteller. Was wir hier noch haben, ist hier der Dämpfkolben, der Dämpfbereich. Das heißt, hier in der Mitte sitzt der Hauptkolben oder der Kolben, der jetzt für diesen Dämpfungsspalt, für diese Dämpfung zuständig ist. Ober- und unterbei sind die Shims drauf, die dann die Dämpfungsabstimmung erzeugen. Und die Parameter sind dann, die ein Fahrwerksmechaniker danach drehen kann. In dem Fall hier unten ein Ribbon-Einsteller, der für die Einstellung der Zugstufe, den Zugstufeneinsteller zuständig ist. Und bei diesem Modell dann noch ein Preload Adjuster, ein Einsteller für die Federvorspannung, in dem Fall mit einem Werkzeug, das heißt, da kann ich mit einem Sechskantschlüssel drauf fahren und die Federvorspannung verändern. Die Dämpfung, die erzeugt wird, dafür ist der Kolben mit seinen Shims zuständig, das heißt, Öl wird bei der Einfederbewegung wird von hier oben durch den Kolben durchgedrückt und wird auf die Rückseite geleitet, durch den Kolben durch, an den Shims vorbei, beziehungsweise bei der Ausfederbewegung dann von der Rückseite wieder auf die Oberseite. Und das Öl muss jetzt durch den Kolben durch und wird zwischen den Shims durchgedrückt. Das heißt, den Dämpfungsspalt, den ich vorher beschrieben habe, der ist jetzt nicht immer vorhanden. Der ist jetzt nicht so, dass da immer ein Spalt ist, sondern die Shims müssen erst durch den Kolben oder durch einen gewissen Druck in die Höhe gedrückt werden und dann entsteht dort ein Spalt, wo das Öl durchgedrückt wird. Die Hauptaufgabe von der Feder ist jetzt an und für sich die Balance von dem Fahrzeug zu halten, die Fahrhöhe zu halten und einen
das Federbein wieder in die ursprüngliche Lage zu bringen. Die Durchschlagssicherheit oder das Verhalten vom Federbein auf verschiedene Fahrsituationen ist es eine Kombination aus der Feder und der Dämpfung. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt sehr stark beschleunige und ein Fahrzeug wird in die hintere Feder reingedrückt, dann ist es eine Kombination aus, wie viel hält die Feder dagegen und wie viel kontrolliert mir die Dämpfung, kontrolliert dieses Einfederverhalten. Beim Federbein habe ich relativ lang gebraucht, bis ich die Bedeutung verstanden habe, dass das viel, viel wichtiger ist wie die Gabel, weil je schlechter du bist beim Fahrzeug, bei der Beurteilung eines Fahrzeugs, desto eher sagst, na gut, die Gabel ist zu weich oder die Gabel ist zu hart oder die Gabel hat irgendwas. Und man glaubt, dadurch, dass man ja das Vorderrad und den Lenker und die Gabel, dass man das unmittelbar spürt, weil man halt nur diesen Lenkimpuls gibt, glaubt man, dass das so wichtig ist. In Wirklichkeit ist aber das Federbein viel, viel wichtiger und ein sauber abgestimmtes Federbein, was zum Beispiel eine super Zugstufendämpfung hat, dass das ja nicht zu stark rausfedert, das verändert so ein Motorrad, ich würde jetzt sagen, zu 80%. Und da kann die Gabel vorne ein Dreck sein, das ist ganz wurscht, wenn das Federbein hinten, wenn das super ist, dann fährt man richtig gut. Und da ist mir zum Beispiel wirklich wichtig, dass ich sowohl in der Zugstufe als auch in der Druckstufe eine wirklich leibende Dämpfung habe, die jetzt auch solche Wellen, man kennt das wenn man ein gutes Federbein hat, dann werden so Wellen einfach unmittelbar geschluckt. Es wird so geschluckt und dann schlingert das auch nicht, ganz egal wie gut diese Gabel beieinander ist oder nicht. Insofern ist mir so ein Federbein ist wirklich was Wichtiges. Das finde ich großartig. Da geht es ja auch darum, möglichst viel Kontakt mit dem Hinterreifen zum Boden zu haben und wenn Schläge kommen, dass die möglichst gut absorbiert werden. Ist natürlich, wenn ich jetzt Federbein habe ich halt mit dabei, dass wenn ich sehr stark beschleunige, dass mir das Heck einsinkt, ein gewisser Squat da ist, heißt es, das Federbein in sich zusammenzieht, was dann auch nicht unbedingt gewollt ist. Das heißt, da muss ich einen Kompromiss finden zwischen, wie weich kann ich mein Federbein machen, wie viel Komfort kann ich das jetzt hergeben und wie viel lasse ich zu, dass mein Federbein beim Beschleunigen eingedrückt wird. Je nach Fahrzeuganforderungen gibt es das geeignete System. Für Fahrzeuge, wo man platztechnisch sehr beengt ist oder die wieder keine sehr hohen Anforderungen an das Fahrwerk haben, ist ein Emulsionsdämpfer sehr gut geeignet. Bietet auch wieder, dadurch, dass er sehr wenig Dichtstellen hat, dadurch, dass diese Öl-Gas-Mischung, sobald das aufgeht oder durchgemischt ist, auch durchaus konstant ist, ein sehr gutes Ansprechverhalten. Das Federbein findet man sehr oft in günstigeren Modellen. Wieder Fahrzeuge, die keine hohen Geschwindigkeiten erreichen, dafür ist das super. Sobald ich wieder mehr Kontrolle und ein konstanteres Verhalten am Federbein haben will oder benötige, dann brauche ich zumindest einen Trennkolben drinnen, also eine Trennung von Gas und Öl. Dadurch entsteht keine Vermischung von dem Öl. Das Öl ist immer konstant, was seine Dichte angeht, was sein Dämpfverhalten angeht. Und dadurch ist das Fahrverhalten insgesamt konstanter. Wenn ich sehr hohe Belastungen aufs Fahrzeug, aufs Fahrwerk habe, zum Beispiel ein Offroad-Modell, dann benötige ich wieder einen Ausgleichsbehälter. Und da ist eigentlich der Hauptgrund, dass ich die Hitze, die erzeugt wird, durch die Dämpfung wegbekomme. Dadurch, dass ich mehr Ölvolumen habe, dadurch, dass ich mehr Oberfläche habe, bringe ich die Temperatur, die Wärme viel besser weg vom Federbein und bringt auch wieder ein konstanteres Fahrverhalten zustande. Also Dämpfung passiert so, dass Öl durch einen Spalt durchgedrückt wird, durch eine Drossel durchgedrückt wird. Und aufgrund der Reibung, die da entsteht, wird die Energie in Temperatur umgewandelt. Dafür ist jetzt das Öl da, um diese Umwandlung in Temperatur zu ermöglichen.
Die Druckstufe verändert mir immer das Fahrgefühl für die Einfederbewegung. Das heißt, wie leicht werden Kanten, werden raue Oberflächen, wird es absorbiert oder wird das Fahrwerk eingefedert. Die Zugstufe ist halt immer dafür zuständig, die ist im Grunde für den Grip zuständig. Das heißt, wie schnell ist mein Vorderrad oder Hinterrad wieder am Boden, wie schnell ist es wieder in der Ursprungslage und hat wieder den Kontakt, den es braucht, um auch Grip zu erzeugen. Eine lineare Feder, wenn ich die komprimiere, dann habe ich einen linearen Kraftanstieg. Das heißt, wenn ich eine Feder habe mit 70 Newton pro Millimeter, dann steigt die Kraft immer um 70 Newton pro Millimeter Einfedervorgang an. Bei einer progressiven Feder habe ich zwei Federraten oder mehrere Federraten gemeinsam kombiniert. Das heißt, ich habe einen Bereich, in dem die Feder im Normalfall linear ist. Das heißt, wieder linearen Kraftanstieg hat und ab einem gewissen Einfederbereich dann mit einer höheren Rate ansteigt. Also die Kraft, die ich benötige, um es dann pro Millimeter einzufedern, wird dann höher. Zum Beispiel Fahrzeuge mit einer progressiven Feder können den Vorteil haben, wenn ich sehr oft mit Sozius fahre, mit einer zweiten Person hinten drauf oder mit viel Gepäck, dann muss ich nicht die Federvorspannung ändern, weil mir das die Feder von Haus aus schon etwas gegenhält. Die Bestimmung der Federrate lässt sich eigentlich sehr gut durch den sogenannten SAG, das ist das Einfedern entweder durch das reine Fahrzeuggewicht oder durch das Fahrzeuggewicht plus Fahrer messen. Da gibt es im Normalfall gewisse Bereiche, wo das Fahrzeug drin sein soll und anhand dieser kann ich recht einfach bestimmen, ist die Federrate für mich passend oder ist sie nicht passend. High- und Low-Speed-Dämpfung beschreibt gewisse Bereichung in einer Dämpfungskurve, in einer Dämpfungskennlinie, die für das Fahrwerk gelten. Das heißt, es gibt Events, die passieren können oder Fahrmanöver, die sich eher im langsameren Geschwindigkeitsbereich des Federbeins oder der Gabel stattfinden oder abhalten. Es gibt Situationen, die einen schnellen Einfederzustand hervorrufen. Und dementsprechend habe ich dann einen Low-Speed, also einen langsamen Geschwindigkeitsbereich, oder einen High-Speed-Bereich, einen hohen Geschwindigkeitsbereich. Das erste Einfedern vom Fahrzeug, die ersten paar Millimeter, die das Fahrwerk freigibt und wie willig es diese paar Millimeter freigibt. Wie fein spricht es an, wie gut geht es. Das ist von vielen Faktoren abhängig, von Reibung, von Lagerreibung in der Schwinge auch zum Beispiel oder von vielen anderen Bauteilen. Aber das ist das, was den Erstkomfort im Grunde macht. Aus der Fahrzeugsicht ist eigentlich der Federweg, der aus der Normallage heraus noch zur Verfügung steht. Das heißt, wenn mein Fahrzeug gerade hier steht, dann habe ich einen gewissen Einfederzustand. Der Federweg, der jetzt freigegeben wird, wenn ich das Fahrzeug komplett entlaste, das wäre eine Definition von Negativfederweg, also dieser Federweg, der dann noch freigegeben wird. Also ich denke, was der größte Fehler ist und was leider immer wieder gemacht ist, dass die Federvorspannung vom Federbein in den seltensten Fällen auf den Beladungszustand eingestellt wird. Das ist die einfachste Maßnahme, die man ohne großes Know-how machen kann und die den größten Benefit aufs Fahrverhalten bringt. Wenn ich jetzt auf ein Motorrad aufsteige, das halt noch kein elektronisches Fahrwerk hat und ich habe dann hinten 60, 70, 80 Kilo zusätzlich drauf, dann verändere ich die Geometrie vom Fahrzeug radikal und das wirkt sich meistens so aus, dass das Fahrzeug dann nicht mehr so fluffig in den Radius lenkt, sein gutes Handling verliert.
Wohingegen, wenn ich dann hinten einfach die Federvorspannung erhöhe, ohne da jetzt der ganz große Fahrwerksexperte zu sein, dann ist das schon mal eine wirklich gute Richtung, in die ich mich bewege. Und da merke ich, dass sich das Fahrverhalten dahingehend ändert, dass auch mit Beladung das Motorrad sich leicht anfühlt, das Motorrad schön den Radius trifft. Und dieses eine Ding, also die Federvorspannung auf den Beladungszustand anzupassen, die muss aus meiner Sicht jeder Motorradfahrer und jede Motorradfahrerin im Griff haben. Und den ganzen anderen Mist kann man, wenn man jetzt der komplette Noob ist im Bereich Fahrwerk, kann man dann Profis überlassen. Aber das muss man selbst im Griff haben. Ich kann nicht jedes Mal, wenn ich mit Sozius ausfahre, da den Fahrwerksspezialisten anrufen. Also grundsätzlich einstellen kann man immer alles das, was vorhanden ist an Einstellern. Meines Erachtens nach sollte man alle Möglichkeiten nutzen, die man hat. Das ist jetzt so, dass im Normalfall nichts Gefährliches passieren kann. Speziell nicht, wenn ich mich immer von meiner Werkseinstellung wegbewege und da in kleinen bis mittelgroßen Schritten jeweils in eine bestimmte Richtung oder in eine Richtung gehe. Grundsätzlich ist es so, so eine Fahrwerkseinstellung ist immer etwas Individuelles, das hängt halt sehr stark vom Fahrer ab. Bei den Basiseinstellungen versucht man, einen möglichst guten Kompromiss für alle Fahrer zu treffen, aber die Feineinstellung kann dann jeder für sich vornehmen. Vielleicht die wichtigste Einstellung ist eigentlich einmal die Federvorspannung, das heißt die Grundbalance von meinem Fahrzeug. Wenn ich das einmal eingestellt habe, wenn ich das auf mein Gewicht angepasst habe, dann habe ich schon mal sehr viel richtig gemacht. Ich kann eigentlich aber auch nur sehr wenig falsch machen, also es braucht sich da keiner davor scheuen, da eine Einstellung vorzunehmen. Die Klicks sind im Grunde so eine Rasterung, die ich bei den Einstellknöpfen habe und die es mir ermöglichen, gewisse Positionen immer wieder anzufahren. Das heißt, im Normalfall gibt es ein Handbuch vom Fahrzeug, wo drin steht, die Grundeinstellungen sind so und so viele Klicks offen. Klicks offen bedeutet, dadurch, dass ich ja irgendeinen Referenzpunkt brauche, von dem ich zu zählen anfange, ist es im Normalfall so, dass ich meine Klicks einmal oder meinen Einsteller komplett schließe und dann von dieser Position aus die Klicks zähle in Richtung öffnen. Also wenn ich mir, wie man es vorstellen kann, ist, wenn ich eine Wasserflasche zuschrauben würde, das ist die Richtung für Klicks geschlossen. Das mache ich so lange, bis ich einen Widerstand spüre, bis das System geschlossen ist. Und von dort aus zähle ich dann, wie viele Klickpositionen, wie viele Rastpositionen öffne ich dann das System dort. Die Federvorspannung stelle ich ein, um die Balance von meinem Fahrzeug einmal richtig zu stellen. Das heißt, man kann sich ja vorstellen, ein Fahrer, der 70 Kilo hat oder ein Fahrer, der 120 Kilo hat, das Fahrzeug steht halt anders da. Das ist je nach Fahrergewicht recht unterschiedlich. Das ist nicht wie bei einem Auto, wo der Fahrer selbst relativ wenig Einfluss auf die Federung hat, das Fahrergewicht wenig Einfluss hat. Beim Motorrad macht das ja durchaus einen Unterschied. Das heißt, mit Hilfe der Federvorspannung kann ich da meinen Säg dementsprechend einstellen und die Fahrzeugbalance für mich einstellen und gut hinbringen. Das Ganze funktioniert so, also man hat die Schwinge funktioniert ganz normal. Man hat einen Anlenkpunkt, wo normalerweise das untere Ende des Federbeins montiert wäre. Da montiert man in der Regel noch einen Dreieckslenker, das ist zusätzlich entweder an der Schwinge oder am Rahmen oder am Motor. Irgendwo einen zusätzlichen Anlenkpunkt braucht man noch. Dort stützt sich dieser Umlenkhebel noch ab. Und in der Regel legt man es so aus, dass man über tieferen Einfederweg eine Progression bekommt. Also Progression bedeutet im Grunde, dass ich die Federrate erhöhe, die am Rad hinten wirkt. Also im Federbein habe ich in der Regel eine lineare Feder drin. Lineare Feder bedeutet, die hat eine konstante Federrate. Das heißt, um die Feder ein gewisses Stück zusammenzudrücken, brauche ich immer dieselbe Kraft. Wenn ich das jetzt über ein Umlenksystem mache oder auch bei einem direkt angelenkten System, da natürlich weniger ausgeprägt,
erzeuge ich eine progressive Charakteristik. Das bedeutet, je tiefer ich im Federweg drin bin, umso mehr Kraft brauche ich, um denselben Weg sozusagen die Feder zusammenzudrücken. Und das ermöglicht mir halt zum Beispiel eine weichere Auslegung, das heißt eine niedrigere Federrate in dem Bereich, wo ich mich im normalen Fahrbetrieb aufhalte. Und zum Beispiel bei großen Schlägen, wo ich tiefer im Federweg bin, habe ich dann eine höhere Federrate, das heißt zum Beispiel mehr Reserven, mehr Durchschlagssicherheit. Und das kann ich halt, sage ich mal, je nach Fahrzeugtyp oder Fahrzeugausrichtung dann dementsprechend anpassen. Aber auch ein direkt angelenktes Federbein hat eine gewisse Progression. Ja, und hier sieht man natürlich, dass eine der Herausforderungen auch, wie soll ich sagen, der Platzbedarf ist. Wie kriege ich dieses Federbein da so in die Super Duke hinein, dass der Rest ja, halt auch noch funktioniert. Was man sieht, ist, dass der Auspuff da abgeschirmt ist mit so einer, ja, man könnte sagen, wie eine Alufolie oberflächlich betrachtet, dass man da versucht, möglichst viel Hitze vom Federbein zum Beispiel fernzuhalten. Und was man da auch sieht, ist die Radaufhängung über das Linkage-System hier unten und oben eben direkt an den Rahmen dort angesteuert, wo auch der Heckrahmen nachher drauf montiert ist. Es muss immer die Basis selber, das Layout vom Motorrad erstens mal stimmen. Wenn die Auslegung nicht passt, dann kannst du über Setup von der Gobi und der Federbein wenig erreichen. Umgekehrt, wenn die Basis stimmt, tust du mit Setup Gobi Federbein viel leichter. Auch mit der ganzen elektronischen Strategie, so wie die Motorradeln kontrolliert werden, also wie der Motor betrieben wird über Ride-by-Wire und die Traction Control, die Wheelie Control, die Engine Brake Control, das geht dann alles viel leichter. Man kann, es ist wie der Cappuccino mit die Schokostreusel drauf. Also das Setup sind dann die Schokostreusel, die machen einem erst richtig gut. Aber wenn der Cappuccino nicht passt, dann nutzen da die Schokostreusel auch nichts. Elektronische Dämpfungssysteme, Fahrwerkskomponenten lassen sich in grob einmal 2 Familien einteilen. In sogenannte semi-aktive Systeme, das heißt Systeme, die direkt auf die Dämpfung während des Bewegungsvorgangs Einfluss nehmen können, und in Systeme, die im Grunde einen Klickeinsteller nachbilden. Das heißt, da habe ich verschiedene Positionen, Dämpfungskurven, die ich anfahren kann, die ich einstellen kann, und diese werden dann statisch angefahren und sind in der Einfederbewegung dann nicht veränderlich. Wo ist der Unterschied oder was ist der Mehrnutzen für den Fahrer draußen? Im Grunde ist es ein Komfortgewinn. Ich muss jetzt nicht aktiv hergehen und das Fahrwerk auf mich einstellen, sondern ich kann halt über das Dashboard, über einen Knopf recht einfach und recht schnell das Fahrwerk auf bestimmte Situationen einstellen. Habe ich zum Beispiel einen Sozius heute mit oder recht viel Gewicht hinten drauf gepackt, dann kann ich das über ein paar Klick einstellen und das Fahrwerk stellt sich optimal auf diesen Beladungszustand zum Beispiel hin. Also nicht nur die Federvorspannung, sondern auch die Dämpfung wird optimal darauf angepasst. Die semi-aktiven Systeme gehen dann noch einen Schritt weiter. Das heißt, hier wird das Fahrwerk, die Dämpfung im Zuge der Einfederbewegung permanent verstellt und permanent auf den optimalen Dämpfzustand oder auf die optimale Dämpfkraft abgestimmt und angepasst. Wir sehen hier den Federwegsensor für das Fahrzeugheck. Der basiert auf einem Hollprinzip. Wir haben hier den Magnetträger, der wird auf der Schwinge bei der Schwingenachse verschraubt, und entsprechend haben wir hier den eigentlichen Sensor, der dann am Motorgehäuse festgeschraubt ist, und das Ganze wird dann kontaktlos im Betrieb sein und ermittelt den Federweg vom Federbein letztendlich über die Umrechnung vom Schwingwinkel und die Geometrie zum Federbein. Genau, das Ganze wird hier bei uns auf unserer sogenannten Suspension Control Unit gerechnet und verarbeitet, und diese steuert dann letztendlich die Dämpfungsventile des Fahrwerks auch an. Wir sehen hier das Federbein der KTM 1290 Super Duke GT
Unten am Gabelfuß sehen wir den Anschluss für die Dämpfung. Und wie wir bereits gesehen haben, ist der eigentliche Sensor für den Federweg extern an der Schwinge. Was wir hier jetzt auch noch sehen, ist der elektrische Pilot Adjuster, welcher eben über einen externen Anschluss dann auch über die SCU gesteuert wird. Ein passives Fahrwerk ist eingestellt und so ist es für die gesamte Tour. Ein semiaktives Fahrwerk kann sowohl Komfort abdecken als auch die Traktion, also die Sportlichkeit, und das eben nicht nur in unterschiedlichen Modes, sondern auch in einem Mode je nach Fahrsituation. Das heißt, auch ein Komfortmodus bietet mir eine gewisse Sportlichkeit, je nach Abstimmung, und aber zusätzlich den Komfort, wohingegen ein Sportmode zwar den Fokus auf Sportlichkeit hat, mir aber trotzdem bei einem Schlag oder Schlagloch zum Beispiel einen gewissen Komfort bietet. Und die Möglichkeit deckt einfach ein passives Fahrwerk sowieso nicht ab, und auch ein elektronisch einstellbares Fahrwerk, was im Grunde nichts anderes ist als die Klicker, nur halt mit Elektromotor verstellt, im Grunde auch nicht. Darüber hinaus habe ich noch viel mehr Möglichkeiten, mit dem ganzen System zu spielen. Anti-Dive kann ich einschalten, ausschalten, je nach Lust und Laune. Schräglagenabhängigkeit, ich kann eine Anti-Squat realisieren und so weiter und so fort. Also der Range ist unendlich groß im Vergleich zum konventionellen Fahrwerk. Ja, also ich muss sagen, ich fahre beides gerne und ich verstehe nicht wirklich, warum Leute sich noch über das elektronische Fahrwerk so beschweren. Also ich bin in diesem Jahr zum Beispiel auch ein aufgebautes Rennmotorrad gefahren, was das elektronische Fahrwerk verbaut hatte. Und das hat ja auch auf der Rennstrecke zum Beispiel sehr viele Vorteile. Also man kann sich in den Bremsphasen Druckstufenunterstützung holen, man kann sich in den Beschleunigungsphasen Druckstufenunterstützung am Federbein holen, man kann in Schräglage die Dämpfung ändern. Man kann sogar von Kurve zu Kurve das Dämpfungsverhalten des Motorrads ändern. Und das sind doch großartige Features. Das sind ja unglaubliche Errungenschaften, die ein herkömmliches Fahrwerk ja gar nicht leisten kann. Das stelle ich auf eine Strecke ein, aber es ist ja in jeder Kurve und in jedem Fahrzustand ein Kompromiss zum nächsten Fahrzustand. Also ja, es ist vielleicht dann für die ganz schnellen Jungs, die sind dann vielleicht fühlen sich nicht so transparent rückgemeldet. Aber ich muss sagen, die Vorteile überwiegen ja. Und es war in diesem Jahr auch wirklich so, dass Rennfahrer damit annähernd genauso schnell bzw. genauso schnell fahren können wie mit einem herkömmlichen Fahrwerk. Und deswegen ist es für mich eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis das im Rennsport einmarschieren wird. Also ich finde einerseits großartig, dass ich mit einem Knopfdruck mir das Fahrwerk verstellen kann in eine Richtung, die ich dann auch brauche, also als Endkunde. Für mich persönlich, sage ich einmal, sehe ich nicht diesen ganz großen Vorteil, weil meiner Meinung nach verstellbare Federvorspannung ist großartig, wenn du mit der Sozia hinten drauf vielleicht samt Gepäck unterwegs bist, dass du dir das entweder per Knopfdruck wieder verstellst oder es gibt eben auch ganz aktive Systeme, die das von selber machen, eine Niveauausgleichregulierung. Ansonsten muss ich sagen, wenn das wer gerne verstellt, bin ich voll zufrieden oder der, finde ich, kann voll zufrieden sein mit den Systemen. Es gibt aber wahrscheinlich oft Negativmeldungen, weil die Leute oft auch nicht verstehen, dass so ein semi-aktives oder aktives Fahrwerk einfach dann seine Eigenheiten hat. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Aprilia Capo Nord Rallye, die hat ein aktives elektronisches Fahrwerk. Das ist in der Grundeinstellung vielen einfach sogar ein bisschen zu schwammig, zu weich. Du kannst aber durch diese automatische Verstellung es dann nicht härter stellen. Und das, glaube ich, war oder ist für viele Leute vielleicht ein Problem. Da ist es schon besser, wenn du es einfach straff, mittel und soft machen kannst. Aber dann hat es echt schon Vorteile, finde ich. Das ist jetzt so
Wie soll ich da muss ich natürlich vorausschicken, dass ich kein Rennfahrer bin. Ich bin, glaube ich, ein wirklich guter Motorradfahrer und ich kann auf der Rennstrecke in dem Amateurbereich relativ gut mitfahren. Nur wenn es ums echte Rennfahren geht, kann ich in Wirklichkeit nicht mitreden, weil ich in diese Bereiche nicht vorstoße. Und Probleme habe ich mit so einem semi-aktiven Fahrwerk verständnismäßig, weil man das einfach nicht eingeht, wie schnell das arbeitet. Das schaffe ich einfach nicht, aber es ist leider so, ich verstehe auch keinen Fernseher. Also ich weiß, wie das funktioniert, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das in diese Bruchteile von Sekunden, in Millisekunden so wahnsinnig schnell rechnet. Die Idee dahinter finde ich allerdings großartig. Das finde ich super, dass es sowas gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass auch diese Technik natürlich Grenzen hat. Dass du halt nur verschiedene Sachen unterlegen kannst und dann wird es Situationen geben, die es jetzt vorab, die sie nicht hinterlegt haben und wo dieses Federbein oder die Gabel möglicherweise anders reagiert wie ein rein mechanisches Federbein. Ich kann mir aber leider nicht zu diesen Menschen zählen, die sowas rausspüren würden. Also, wenn es da dann echt einen Rennfahrer gibt, der jetzt, sagen wir, keine Ahnung, der im Zehntelbereich dorthin kommt, wo das Potenzial der Maschine ist, dann kann er das vielleicht wirklich rausfühlen und dann kann er auch sagen, na, wenn ich ein mechanisches Federbein habe, weiß ich ganz genau, wie das reagiert und dieses elektronische Federbein hat dort mit dem semiaktiven irgendetwas ein bisschen verwässert, das stört mich. Da verliere ich ein bisschen an Kontrolle. Das kann ich nachvollziehen und so einen wirklichen Profi-Rennfahrer glaube ich das auch. Aber irgendein Normalo, der normal fährt und der dann sagt, er kann das rausspüren, da tue ich mich schwer. Also ich selber kann es nicht. Ich kann es wirklich nicht und finde aber solche elektronischen Fahrwerke mittlerweile großartig, weil ich ja selber auch wirklich schlecht bin beim Einstellen. Und wenn ich dort einen Knopfdruck habe, für Setup Rennstrecke und Setup Landstraße, wo ich einfach nur draufdrucke, das einstelle und das Fahrzeug verstellt dieses Fahrwerk so, dass ich auf der Rennstrecke super fahren kann und wenn ich mit derselben Maschine nach Hause fahren kann, ich drücke einfach wieder auf einen Knopf, na, das finde ich schon großartig und sowas spüre ich natürlich auch. Ja, liebe Leute, Hand aufs Herz, wer von euch hat schon mal selbst am Federbein Hand angelegt und dort am Setup gearbeitet? Postet gerne unten drunter. Wer arbeitet am Setup gerne rum oder lasst es zu 100% vom Mechaniker machen. Ja, wenn man so sich da gefahrlos an das Thema rannähern möchte, ist die Motorhall wahrscheinlich eine ganz praktische Umgebung. Da muss man nicht das eigene Setup verhunzen, sondern kann hier mal an den technischen Exponaten rumfingern. Und danach kann man sich da in der Garage ein bisschen stärken. Vielleicht laufen wir uns einmal über Weg bei einer Ausfahrt. Ich bin, ich sage mal, zweimal im Jahr circa hier bei Ausfahrten mit meinem Junior. Werfen wir uns dann Kaffee in die Venen, er natürlich nur Cola, darf noch keinen Kaffee trinken. Vielleicht sehen wir uns dann hier im Attikhofen. Auf alle Fälle sehen wir uns aber wieder bei der nächsten Folge von Motorradtechnik im Detail. Unten drunter ist der Link in der Videobeschreibung, da findet ihr alle Folgen.